Willst du den hier anwesenden Bernd von Weinbach zu deinem Mann nehmen, ihn lieben und ehren, bis dass der Tod euch scheidet? Ich will. Helfen Sie mir, Charlie auszuschalten. Halt endlich die Klappe, Alter! Du bist noch nicht mal mein Vater. Jana, warte. Jana, renn nicht weg, bitte! Mir ist die Hand rausgerutscht. Sie wollen Charlie Schneider also einfach so das Licht ausknipsen? Meine Frage war, sind Sie dabei? Ohne mich. Ihr Plan funktioniert sowieso nicht. 100%ig. Ich kenne Charlie seit Ewigkeiten und ich weiß, wie sie tickt. Viel Glück. Sie sind doch sonst für jeden Spaß zu haben. Was hab ich denn mit der Schneider am Hut? Nichts, aber Sie könnten schon ein bisschen kooperativer sein. Oder stehen Sie auf Gefängniskost? Ach, machen Sie sich doch nicht lächerlich. Dann muss ich wohl deutlicher werden. Sie haben zwar die Kassette vernichtet, die Sie als Carlas Entführer belastet. Aber es gab doch noch einen Komplizen, der bei der Entführung angeschossen wurde. Wie war gleich sein Name? Walter Hartmann? Woher wissen Sie das? Ich habe immer noch sehr gute Kontakte in Düsseldorf. Und ich könnte einen zwischen ihm und der Polizei herstellen. Warum hat eigentlich noch keiner versucht, Sie auszuschalten? Wenn man sich mit Profis nicht anlegt. Erster Akt. Das ist ja eine Unverschämtheit! Wenn Sie glauben, Sie können so mit mir umspringen in der Holding, haben Sie sich getäuscht. Sie können abräumen. Danke. Super Stimmung. Soll ich das gedeckte Gräfchen stehen lassen? Nein. Carla erholt sich sicher noch von der Hochzeitsnacht. Das Thema hat hier nichts verloren. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass das Thema tabu ist. Dann weißt du es jetzt. Vater, bitte. Vanessa weiß doch überhaupt nicht, worum es hier geht. Entschuldigt bitte die Verspätung. Tschüss. Wann kommst du zurück? Mal sehen, das entscheide ich spontan, okay? Soll ich eine DVD ausleihen? Vielleicht ein andermal. Ja, schon gut. War ja nur eine Idee. Felix, wir haben eine Affäre. Da kann schon mal jeder machen, was er will. Hi. Ist Robin da? Alle ausgeflogen. Was hast du denn? Meine Schwester ist so ätzend. Erst spannt sie mir meinen Freund aus und jetzt sorgt sie dafür, dass ich zu Hause den Mega-Stress bekomme. Sie wohnt doch gar nicht mehr bei euch. Trotzdem, sie wühlt in meinen Sachen rum, macht mich bei Arno und Elisabeth schlecht. Echt? Ja. Sie behauptet sogar, dass ich Drogen nehme und welche verticke. Kompletter Schwachsinn. Naja, du hängst in letzter Zeit ziemlich oft mit Kevin ab. Stimmt's? Fang du jetzt auch noch an. Kevin ist absolut okay. Deine Sache. Ich muss da mal los. Ja, ich auch. Ich weiß nicht, wo Robin ist, aber du kannst gerne auf ihn warten, ja? Ja, danke. Ciao. Ciao.
Hey, Kevin, ich bin's. Was glauben Sie denn, wie Frau von Anstetten mir wie in der Holding umspringt? Tja, ich fürchte, das kann ich mir lebhaft vorstellen. Sie lässt keine Gelegenheit aus, mich zu demütigen. Und wenn ich mich beschweren will, ja, dann wickelt sie die Chefs mit ihrer sexy Masche ein. Ha, typisch. Das ist genau Tanjas Stil. Ich habe mir sogar schon überlegt zu kündigen. Nein! Diesen Triumph dürfen Sie ihr auf gar keinen Fall gönnen. Ja, natürlich nicht. Aber ich verstehe das nicht. Sie sind mit der Tochter des Firmenchefs verheiratet. Wieso lassen Sie nicht Ihre Beziehungen spielen? Ich überzeuge durch mein Können. Da muss ich keine Beziehung spielen lassen. Wissen Sie, was mir an Ihnen imponiert? Sie sind bisher der einzige Mann, der nicht auf Tanja reingefallen ist. Wieso sollte ich? Erstens bin ich mit einer klasse Frau verheiratet und zweitens habe ich Tanja von Anstetten durchschaut. Dieser Frau ist alles zuzutrauen. Aber was meinen Sie, wie oft ich mir anhören musste, ich sei paranoid, verrückt, sähe weiße Mäuse? Tanja von Anstetten ist gefährlich und skrupellos. Ja. Die will uns beide fertig machen. Wenn man nur irgendwas gegen sie in der Hand hätte, fällt Ihnen denn gar nichts ein? Dann aber auf ins Fitnessstudio. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Viel Spaß. Danke nochmal für das Rosenherz. Carla, ich weiß, warum du Bernd geheiratet hast. Er hat es dir also erzählt. Er ist sehr enttäuscht. Er musste mit jemandem darüber reden. Ja, aber hätte Carla nicht zwingen müssen, diese Hochzeit durchzuziehen. Vater hätte einfach nie erfahren dürfen, dass Bernd nur mein Alibimann ist. Und ich habe dich immer noch gedrängt, ihm die Wahrheit zu sagen. Wenn ich gewusst hätte, dass er so stur ist. Er ist einfach geschockt. Ich habe zwar versucht, ihm klarzumachen, dass er dich auch verstehen muss, aber wenn man sich immer weiter in Lügen verstrickt, kommt man da irgendwann nicht mehr raus. Hast du sowas auch schon mal erlebt? Nein, nicht direkt, aber ich kann mir vorstellen, wie du dich fühlst. Ja, sowas interessiert Vater herzlich wenig. Mich interessiert nur eins, wie ich da wieder rauskomme. Wie wär's denn, wenn ich ihm noch mal sage, dass er mit dir reden soll? Würdest du das tun? Klar, warum denn nicht? Kevin, darauf habe ich jetzt keinen Bock. Mann, das bringt dich doch auf andere Gedanken. Ich habe jetzt aber was ganz anderes im Kopf. Nämlich, wo ich wohnen soll. Ja, in der schicken Hütte deines Onkels natürlich. Na, spinnst du? Zu diesen scheiß Spießern gehe ich auf gar keinen Fall zurück. Vielleicht kann ich ja bei dir einziehen. Hör mal, geht's noch? Ich habe doch selbst keine eigene Wohnung und muss gucken, dass ich ständig bei irgendwelchen Kumpels übernachten kann. Was machst du denn hier? Ich hänge auf eurer Couch rum, fresse euren Kühlschrank leer, kümmere mich um meine kleine Freundin. Aber nicht hier. Hau ab und zwar schnell. Frau von Anstetten, ein Telefonat für Sie. Oh, danke schön, Viktor. Von Anstetten. Hallo Tanja, ich bin's, Charlie. Charlie, was für eine Überraschung. Was gibt's? Ich möchte mich mit dir treffen. Mit mir? Ja, um endlich unsere Probleme zu beseitigen. Gern. Warum so plötzlich? Ich habe dir ja schon einmal Geld geboten, damit du mich endlich in Ruhe lässt. Ja, ich erinnere mich. Offensichtlich war die Summe nicht hoch genug. Ach, das würde ich so nicht sagen. In jedem Falle, ich möchte dir ein neues Angebot unterbreiten. Tanja, bist du noch da? Ein neues Angebot, ja. Das klingt sehr verlockend. Gut, ich schlage vor, wir treffen uns im Café Fiore in der Innenstadt. Gern. In 2 Stunden? Mhm. Bis dann. Tja, liebe Charlie, warum fällst du bloß immer wieder auf mich rein? Zappelt der Fisch am Haken.
Was macht Lars Schneider heute? Ihr Bruder? Woher soll ich das wissen? Finden Sie es raus und nehmen Sie sich den restlichen Nachmittag frei. Hier haben wir die schönsten Nächte verbracht. Wie soll ich nur ohne Hannah weiterleben? Sie war die große Liebe meines Lebens. Hier haben wir die schönsten Nächte verbracht. Wie soll ich nur ohne Hannah weiterleben? Sie war die große Liebe meines Lebens. Ich vermisse sie so unendlich. Carla geht's überhaupt nicht gut. Was soll das? Schickt sie dich jetzt vor? Nein, aber du vergräbst dich hier und sie ist völlig fertig. Warum redest du nicht endlich mit ihr? Entschuldige, es ist alles etwas viel im Moment. Wie du von der Sache erfahren hast, ist schlimm. Sehr schlimm, aber... Weißt du überhaupt, wer dir die DVD zugeschickt hat? Nein, aber das ist im Moment nicht wichtig. Es geht um unsere Familie. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Carlas Verlobung mit diesem Beinbach eine Farce, die Hochzeit eine Groteske und das alles nur, um zu vertuschen, dass sie lesbisch ist. Wenn mir niemand diese DVD zugespielt hätte, meine Tochter hätte mir ein Leben lang etwas vorgemacht. Ich frage mich, womit ich es verdient habe, dass meine Kinder mich derart hintergehen. Ansgar wäscht hinter meinem Rücken Geld. Carla belügt mich. Trotzdem solltest du mit beiden darüber reden. Sei doch vernünftig. Ich weiß, dass du das nicht hören willst, aber Carlas Doppelleben war nicht einfach. Keiner hat sie dazu gezwungen. Aber sie hatte Angst. Angst, dass du sie wegstößt. Mach den ersten Schritt. Zeig ihr, dass sie dir vertrauen kann. Jana wollte zu Robin. Und jetzt ist sie unterwegs mit unserem Freund Kevin. Die verticken doch bestimmt wieder Drogen. Nico, bitte. Ja, und jetzt? Wir suchen sie. Wo denn? Noch warte. Ich könnte mir vorstellen, wo sie steckt. Ich danke dir vielmals. Schönen Tag noch. Ciao. No Limits, David McNeil. Oh, hallo, Frau Brandner. Nein, Jana war heute noch nicht hier. Klar, werde ich machen. Ciao. Geh du doch schon mal nach oben, ja? Coole Nummer. Hi, David. Oh, Jana, gut, dass du kommst. Sag mal, kannst du mir einen Schlüssel für ein Zimmer geben? Also eigentlich, Keins mehr frei. Jana, ich glaube nicht, dass das Frau Brandner gefallen wird. Und ich glaube nicht, dass dich das was angeht. Also, falls Frau Brandner ein Problem haben sollte, schick sie einfach zu mir. Zimmer 9. Danke. Nicht professionell verkabelt. Du hast was? Ja, ich werde unser Gespräch aufzeichnen und an die Polizei weitergeben. Charlie, bitte lass es. Kein Gericht der Welt würde das als Beweismittel anerkennen. Naja, aber es wird Tanja verunsichern, dass ich etwas gegen sie in der Hand habe. Entschuldige. Schneider? Hallo, Charlie. Tanja, was gibt's? Es geht um unser kleines Treffen. Ja, was ist damit? Ich habe noch geschäftlich außerhalb zu tun. Sag mal, könntest du in die Edisonstraße 18 kommen? Das liegt quasi auf meinem Rückweg. Natürlich. Gibt es da ein Café? Klar gibt es dort ein Café. Es ist aber nicht ganz so einfach zu finden. Gut, dann bis nachher. Ich freue mich. Sag mal, Lars, kannst du mich zu dieser Verabredung begleiten? Nein, Charlie, ich kann leider nicht. Ich habe noch eine Vorbesprechung mit meinem Examenskurs und das kann ich auf keinen Fall ausfallen lassen. Kein Problem, dann gehe ich alleine. Ein echter Gauguin, der den Sonnenuntergang auf Tahiti zeigt. Komm. Das kannst du auch später machen.
Hat sich mein Vater eigentlich inzwischen wieder beruhigt? Ich glaube, es ist besser, du lässt ihn erstmal in Ruhe. Ich halte es einfach nicht aus, hier einfach nur rumzusitzen. Sag mal, ich habe dich doch auch belogen. Mach dir doch darüber keine Gedanken. Außerdem hast du das aus Liebe gemacht. Und mit Hannas Tod hast du schon genug zu tun. Ich hätte einfach zu unserer Liebe stehen sollen, mit allen Konsequenzen. Aber dafür ist es ja zu spät. Ist ja eine geile Absteige. Nur die Minibar fehlt. Die ist einen Stockwerk tiefer. Und später decken wir uns richtig ein. Sag mal, der ganze Laden hier gehört deiner Tante, ja? Klar. Hey. Wie, darf ich mich jetzt nicht mal mehr bedanken? Doch, klar. Worauf wartest du noch? Hast du Kondome? Sicher? Das muss doch hier sein. Hallo? Dies ist die Mailbox von Lars Schneider. Nachrichten nach dem Signalton. Hallo Lars, ich bin's. Hör zu, wenn dein Termin zu Ende ist, dann komm bitte hier vorbei. Edinsonstraße 18. Also hier ist weder ein Einkaufszentrum noch ein Café, aber so schnell wird Tanja mich nicht los. Also, bis dann. Vielleicht braucht jemand das Zimmer. Ihr? Willst du uns nicht reinlassen? Wenn euch das anmacht. Herr und Frau Brandner, das ist ja mal eine Überraschung, ne? Können wir uns nicht irgendwo allein unterhalten? Jana? Wieso? Es gibt nichts, was Kevin nicht auch hören darf. Ach, übrigens. Wir sind jetzt zusammen, falls ihr das noch nicht bemerkt habt. Ja? Carla. Du willst doch bei dem Wetter nicht den ganzen Tag in der Wohnung verbringen, oder? Komm schon, lass uns rausgehen. Ich will Vater nicht begegnen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Cecile hat schon versucht, mit ihm zu reden. Aber es hat momentan einfach keinen Zweck. Ich halte das nicht aus. Hättest du das eigentlich von Cecile gedacht? Dass sie sich so für mich einsetzt? Wenn ich daran denke, wie ich sie anfangs behandelt habe. Ja, unsere Familie ist eben wichtig. Ich glaube, es geht ihr eher um Vater. Sie muss ihn sehr lieben. Ja, bestimmt. Ich habe einfach alles falsch gemacht. Ach komm schon, Schabi, hör auf. Warum habe ich denn nicht gleich auf dich gehört?
Und Bernd nicht geheiratet? Jetzt ziehe ich euch alle mit rein. Nein, das tust du nicht. Hör zu, du hast schon wirklich viel durchgemacht in deinem Leben. Und der Streit mit Vater, das kommt auch wieder in Ordnung. Hm? Ich meine, du kennst ihn doch. Er verbarrikadiert sich in seiner Bibliothek und im Prinzip wartet er nur darauf, dass du den ersten Schritt machst. Darf ich den Rat als Bruder geben? Warte nicht zu lang. Geh zu ihm und red ruhig und vernünftig mit ihm. Hm? Ja, bitte. Darf ich? Hallo? Tanja? Nein. Oh mein Gott. Lars! Ich wollte doch immer nur alles richtig machen. Ich wollte, dass du stolz auf mich bist. Was ist aus dir geworden, Carla? Ich habe dir so viel Vertrauen und Liebe geschenkt. Und dafür belügst du mich jahrelang. Was ist das? Sieh es dir an, dann weißt du es. Vater, ich habe das doch nur für dich getan. Dann bin ich sogar noch selbst schuld. Soll ich die Hochzeit annullieren? Nein. Nein, ich möchte, dass du deine Rolle weiterspielst als Ehefrau. Ansonsten, tu, was du willst. Vater! Sage nie wieder Vater zu mir. Und so geht es weiter. Du hast mich in die Psychiatrie gebracht? Ich hole mir ein paar Akten und erleichtere dir die Arbeit. Dann brauchst du dich nicht um den Kleinkram kümmern. Sag mal, von wem hast du eigentlich diese unglaubliche Arroganz und Borniertheit?